herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die zweite Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Ja, dieses Abenteuer habe ich von der Internetseite städtebauen.de. Ja, und wir werden mal schauen, was uns jetzt hier in der zweiten Episode erwartet. Frohe Kunde aus den Bergen. Als wäre es ein Geschenk des Hades, haben wir reiche Silbervorkommen entdeckt und haben uns auf Anraten unseres Freundes Midas entschlossen, unsere eigenen Münzen daraus zu prägen. Auch werden wir zukünftig nicht auf Ölimporte angewiesen sein. Und die nächste Ölkrise kommt bestimmt. Denn Aphrodite hat ihrer Freundin Athene das Geheimnis des Olivenanbaus entlockt. Vielleicht sollten wir ihr, der Göttin der Liebe und Schönheit, zum Dank dafür etwas mehr bieten als ein einfaches Denken. Athlon hat uns zudem die Baupläne für eine der imposantesten Errungenschaften unserer Kultur zukommen lassen. Vielleicht können wir mit der Kombination aus baulicher Attraktion und Pferdesport nicht nur unsere eigene Bevölkerung, sondern auch die Barbaren um uns herum begeistern. Die zweite Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Der Weg zum Reichtum. Ja, und wie es scheint, können wir in unserer Stadt Pergamon nun Silber abbauen und ich glaube, wir können auch Olivenöl jetzt produzieren. Ja, dementsprechend sind unsere Ziele, dass wir eine Schatzkasse von 25.000 Drachmen aufweisen müssen. Wir müssen ein Hippodrom bauen mit 24 Stadien. Ja, für Aphrodite müssen wir nun ein Heiligtum bauen und 32 Holzbretter müssen für die Kolonie zur Verfügung gestellt werden. Ja, das klingt ja nach einiges, was wir in dieser zweiten Episode erreichen müssen und wir kehren auch mal direkt zurück zu unserer Stadt Pergamon. Wir gehen obligatorisch in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der ersten Episode haben wir unsere Stadt Pergamon gegründet mit diesem Wohngebiet der Arbeiter. Wir konnten relativ wenig produzieren, nämlich nur Fleisch, das wir auch als Exportgut nutzen mussten. Ja, dementsprechend haben wir hier unsere Jagdhöfe, wir haben unseren Stadtpalast und wir mussten die kleine Statue der Aphrodite errichten. Ja, wir haben hier die Piere und auch die Handelsposten unserer Handelspartner. Im weiteren Verlauf haben wir hier auch nochmal entsprechend ein Pier und hier auf der anderen Seite des Flusses nochmal jede Menge Jagdhöfe. Ja, wundert euch nicht, dass wir so viele Kunsthandwerkergilden hier gebaut haben. Wir brauchten eine Bevölkerung von mindestens 2000 Einwohnern in der ersten Episode und da wir so wenig nur produzieren konnten, waren die Kunsthandwerker die einzige Möglichkeit, entsprechend nicht zu viel Arbeitslose in unserer Stadt zu haben. Das wird sich aber jetzt ändern. Wir schauen mal kurz in die Bauoptionen. Ja, weiterhin können wir auch in der zweiten Episode nur Häuser der Arbeiter errichten. Bei den Farmen haben wir jetzt Plantagen. Und zwar können wir, wie schon erwähnt, Oliven anbauen. Bei Land und Meer haben wir jetzt neben dem Jagdhof auch die Möglichkeit, Seeigel zu produzieren. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien neben der Sägemühle jetzt auch die Münzerei und wir können Olivenöl produzieren. So, hier ist alles so geblieben. Ja, wir können jetzt natürlich bei der Verwaltung das Hippodrom bauen. Ja. Bei der Wissenschaft haben wir entsprechend unsere Baumöglichkeiten. Museum können wir noch nicht errichten. Ja, bei der Mythologie können wir jetzt die Oase der Aphrodite bauen. Ja, und beim Militär haben wir jetzt den Pferdehof, den wir ja für unser Hippodrom brauchen. Bei der Ästhetik haben wir entsprechend alle Bauoptionen, um unsere Stadt zu verschönern. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Allerdings haben wir auch bei der Poseidon-Pyramide die Möglichkeit, den Tempel des Olymps zu errichten, wenn wir wollten. Ich denke aber, wir haben genug andere Ziele, die wir erreichen müssen. Noch ein kurzer Blick auf die Weltkarte.
Pergamon ist unsere Stadt hier in Kleinasien. Wir können Handel treiben mit Gordion, kauft bei uns Wein. Delphi, kauft bei uns Orangen. Epidaurus, kauft bei uns Seeigel und Fleisch, verkauft uns Wolle und Skulpturen. Atlantis verkauft uns Orangen, schwarzen Marmor, Orikal und Olivenöl. Delos ist ein Verbündeter, aber da können wir noch nicht sagen, mit was er handelt. Ja, und wir haben Thera. Thera ist unsere Kolonie. Wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft bei uns Wolle und verkauft uns Bronze und Marmor. Ja, und Milet ist der einzige Rivale, den wir haben, braucht Weizen und Orangen. Ja, was die Exporte betrifft, sind wir immer noch gebunden an unsere Fleisch- und auch jetzt Seeigel-Exporte. Schade, dass wir kein Olivenöl verkaufen können, aber vielleicht ändert sich ja das noch. Okay, Pausenmodus können wir aufheben. Das erste, was wir machen, wir werden jetzt erstmal ein paar Münzereien bauen. Ja, hier haben wir unsere Holzproduktion, die hatte ich vergessen zu erwähnen. In diesem Bereich haben wir auch unser silbererzhaltiges Gestein hier auf diesem Plateau. Da müssen wir nur aufpassen, wie die Zugänge sind. Also hier kann man entsprechend dran, hier kann man dran und dieses hier, kann man das überhaupt erschließen? Drehen wir mal die Karte. Nee, sieht nicht danach aus, aber wir haben hier noch entsprechend Zugang zu silbererzhaltigem Gestein. Ganz oben, da kommen wir nicht dran. Gut. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch hier unsere ersten Münzereien mal auf. Und einen Architekten bauen wir auch entsprechend hier auf. So, ja, und dann haben wir auch schon relativ viel Geld ausgegeben. Ja, und ihr könnt jetzt erstmal schön hier Silber schürfen. Wir können das dann noch nach hier erweitern. Da können wir den Wald hier wegnehmen. Ja, baue ich mal die Straße schon mal so hier weiter, nämlich so. Die Sperre natürlich nicht vergessen. So, da könnt ihr alle dran. Ah ja, die müssen schon woanders hingehen. Also das sieht viel aus, aber ich glaube, so viele Münzereien können wir gar nicht bauen. Okay, da kann noch jemand dran. Und jetzt gehen sie hier hoch. Naja gut, also 2, 3, denke ich mir mal, können wir noch bauen. Warum gehen die nicht weiter? Ah, da ist Kartenende. Aha. Wir kriegen eine Unterstützung von Delphi, während ich hier noch gucke, wo unsere Mitarbeiter der Münzereien ihr Silber schürfen können, sind wir nämlich in den Miesen. Wir kriegen 2000 Drachmen nochmal. Vielen Dank. Ja, in der ersten Episode habe ich das gar nicht gesehen. Haben wir hier ein Schwarzmarmorvorkommen. Okay. So, also ich glaube, so viele Münzereien können wir gar nicht bauen. Die kommen hier gar nicht dran, sehe ich. Mhm. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ja, man kommt hier, glaube ich, nicht durch. Mhm. Okay, ja, ich denke mir mal, mehr Münzereien können wir dann gar nicht bauen. Das reicht, glaube ich, dann. Dann kann ich die Straße auch, glaube ich, wieder zurücknehmen hier, oder? Naja, schauen wir mal. Ah, wo geht er hin? Hat er jetzt einen Weg gefunden? Ja, ich glaube, er geht jetzt hier so rum, ne? Und dann hier hoch. Okay, naja gut, der Weg ist ein bisschen weiter, aber dann würde ich, glaube ich, das anders bauen.
Der Weg ist ja doch recht weit. Dann könnte man hier noch Münzer reinbauen. Da habe ich aber jetzt die hier hingebaut. Ja gut, lassen wir es jetzt erstmal so. Das können wir später auch nochmal umändern. So, wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? Oh, wir haben so viele Arbeitslose. Ja, dann würde ich jetzt hier unser Olivenöl schon mal produzieren. Viel würde ich da jetzt noch nicht produzieren. Ja, bauen wir das mal so, weil wir brauchen das erstmal jetzt nur für unsere Stadt. Da reichen, glaube ich, 2 Landarbeiterlager aus. Gut, dann würde ich aber gerne hier noch ein Warenlager haben. Das passt genau hier hin, das ist gut. Das soll das Olivenöl aufnehmen. Gut. Ja, und wir können natürlich Seeigelkais jetzt bauen. Die können wir hier hinbauen, weil hier können wir keine Piere bauen. Weil hier gibt es keinen Zugang zum offenen Meer. Das heißt, hier können wir noch irgendwo welche bauen. Ich glaube hier. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Dann bauen wir das so. Dann könnten wir die Straße hier, glaube ich, wegnehmen. Jawohl. Ja, und wir sind schon wieder in den Miesen. Wir kaufen mal keine Wolle ein. Dafür verkaufen wir jetzt Seeigel. Aber vielleicht kriegen wir auch noch mal eine finanzielle Unterstützung. Gordion kann uns Drachmen geben. Ja, das ist nett. Vielen Dank. Ja, mit nur Seeigel und auch nur Fleisch als Export haben wir echt hier ein Problem. Naja, trotz allem steht uns ein Zufriedenheitsdenkmal zur Verfügung. Das ist schön. Ja, für die Seeigel würde ich, glaube ich, jetzt hier bauen wir das so. Noch ein Silo bauen wollen. So, das nimmt jetzt nur die Seeigel an. Gut. So, wir kriegen nochmal 2500 Drachmen von Gordion. Vielen Dank. Jetzt sollten wir aber wirklich ein bisschen aufpassen hier. Einen Architekten bauen wir noch hier auf. Oh, jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Na ja, gut, dann können wir ja schon mal die erste Kunsthandwerker-Gilde abreißen hier. Ja. Und so können wir jetzt nach und nach tatsächlich hier die Kunsthandwerker-Gilden abreißen, wenn wir Arbeiter brauchen. Ja, eine Stadtkasse von 25.000 Drachmen, nur mit Fleisch und Seeigel. Das wird echt anstrengend. Aber wir schauen mal, ob sich da noch irgendwas verändert. Ja, ich bin ja immer noch hier beschäftigt, ob jetzt hier ein Zugang hier, hier und hier. Ja, ich glaube, ich reiße die hier ab, auch wenn das jetzt wirklich mir schwer fällt. Und baue hier den Zugang so auf. Das habe ich ein bisschen doof gebaut, ja, gebe ich zu. Und dann bauen wir die eine Münzerei hier nochmal auf. So, und ich sehe gerade, dass das Warenlager mit Holz voll ist. Wir können die 32 Holzbretter für die Kolonie schon zur Verfügung stellen. Ja, wunderbar, dann tun wir das. Ja, und das Holz können wir verschenken, weil wir können es leider auch nicht verkaufen. Aber wir brauchen es nachher auch noch für unser Heiligtum. Apropos Heiligtum,
Wir schauen mal eben, was brauchen wir. Wir brauchen 11 Marmorplatten. Und wir haben, wie viel Marmor? 10. Okay. Ja, wir kriegen ja jetzt im neuen Jahr wieder 5 Marmorplatten. Dann könnten wir das Heiligtum für Aphrodite schon errichten. So, wir können schon mal ein Denkmal hier hinsetzen. Da sind die 5 Marmorplatten. Schön. So, dann machen wir das so. So, hier können wir auch noch Seeigelkais bauen, sehe ich gerade. Also Piere passen ja hier nicht hin. Aber leider nur eine. Ah ne, hier passt auch noch einer hin. Sehr schön. So, ich wollte mal eben kurz gucken, wer verkauft uns den Marmor? Nein, da ist gar nichts. Ja. Ah ja, hier, Terra verkauft uns den Marmor. Okay. Ja, die Skulpturen würde ich, glaube ich, fordern wollen. Hier, unser Verbündeter Epidaurus. Würde der uns denn schon Skulpturen geben? Nein, natürlich nicht. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was verschenken. So, da wird Fleisch und Seeigel gekauft. Wunderbar. Dann platzieren wir doch jetzt schon mal unser Heiligtum für Aphrodite. Also Kunsthandwerkergilden haben wir mehr als genug. Ja, ich glaube, ich würde das Heiligtum hier hinbauen wollen. Hier würde ich eventuell noch unsere Piere und Handelsposten erweitern. Hier kann noch ein Pier hin. Da haben wir hier diese kleinen Steinformationen. Die könnten wir doch jetzt schön integrieren, oder? So. Dann stören die auch nicht. So, kann man jetzt daran entsprechend was bauen. Dann müssten wir den Weg so. Ja, so geht das doch, glaube ich, ganz gut. Und dann drehen wir das mal und dann passt das doch hier wunderbar hin. Das gefällt mir gut. Auch noch richtig rum. So, Kunsthandwerkergilden, wie gesagt, haben wir mehr als genug. Was brauchen wir denn? 32 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Ja, Skulpturen müssen wir nachher entsprechend fordern. Die würde ich jetzt nicht einkaufen wollen. Unsere Oliven sind hier schon entsprechend geerntet worden. Bauen wir die Olivenpressen. So, ich würde jetzt hier auch das so bauen, dass wir diesen Stein hier mit integrieren. Dann können wir 1, 2, 3, 4 erstmal bauen. Brauchen wir nochmal ein Landarbeiterlager? Ja, ich weiß. So, dann können wir hier wieder eine Kunsthandwerkergilde abreißen. Und wir haben zu wenig Nahrungsmittel. Okay. Jetzt reicht es wieder. Okay, das geht so schnell, weil wir ja das Fleisch ja hin und her transportieren. Da haben wir jetzt nichts mehr drin. Das ist schlecht. Und es brennt in der Stadt ein Landarbeiterlager. Ja, dann brauchen wir doch noch hier einen Architekten. Der kommt hier hin. Ja, und wir haben eine Rückentwicklung. Wir haben kein Olivenöl mehr. Aber wir produzieren ja jetzt welches.
Hier muss natürlich das Warenlager so eingestellt werden. Ach, das habe ich schon auf Holen eingestellt. Okay, gut. Naja gut, wir haben so viel Arbeitspotenzial hier. Wir warten jetzt, bis das erste Olivenöl wieder hergestellt ist und dann ist das auch alles gut. Allerdings sollten wir jetzt hier tatsächlich mal keine Nahrungsmittel mehr verkaufen, obwohl da kommt wieder jede Menge Fleisch. Ja. Mal eben das Lohnniveau auf sehr hoch und dann reißen wir mal hier eben die Kunsthandwerkergilden ab. Wir verkaufen mal jetzt keine Lebensmittel mehr. Ja, und wir warten auf das erste Olivenöl. Da kommt aber schon die erste Ladung. Sehr gut. Na, auch die zweite. Naja gut, das sollte sich jetzt gleich hier entsprechend erholen. Und ein Gebäude ist eingestürzt, ein Seeigelkai. Wo denn? Ja, das sind hier diese Sackgassen. Das ist doof. Na, bauen wir nochmal neu. Ja, jetzt kommt der Architekt. Und dann bauen wir noch einen zweiten Architekten auf hier. So. So, der ist unser Ölhändler, hat jetzt Olivenöl geholt. Das sollte sich jetzt gleich hier alles regenerieren. Die Marktfrau hat Lebensmittel geholt. Ich denke, das passt. Ja, da entwickelt sich es weiter. Wunderbar. Unser Wohngebiet hat sich wieder voll regeneriert. Ja, Olivenöl ist jetzt nicht mehr das Problem. Da kommen schon die neuen Bürger wieder. Wir schenken Epidaurus mal Holz. Großes Geschenk Holz. Kann man verschenken. Um später die Skulpturen zu fordern. So, der Arbeitsmarkt sollte sich jetzt wieder erholen. Was wir allerdings gleich nochmal einkaufen müssen, ist auf jeden Fall Wolle. Mir ist noch nicht ganz klar, wo ich Weizen nachher herbekomme für unsere Pferdehöfe und unserem Hippodrom. Aber mal gucken, was sich jetzt noch hier im Laufe der Episode so alles ergibt. So, schon wieder Jahresanfang. Wir nehmen unseren Marmor entgegen. Ja, den müssen wir eigentlich auch einkaufen. Sonst dauert das ja Ewigkeiten mit unserem Heiligtum hier. Ja, neue Bürger braucht das Land, aber wir haben gleich schon wieder genug Arbeiter, dann können wir mit dem Lohnniveau auch mal runter. Ja, und ich würde jetzt auch mal ein bisschen Marmor einkaufen hier, ne? Sonst dauert das echt Ewigkeiten. Wir können auch nur 12 Platten einkaufen, aber wir müssen auch gleich Wolle einkaufen. Ein bisschen haben wir noch im Warenlager. So, wir gehen mal wieder auf ein normales Lohnniveau und reißen hier noch die beiden Kunsthandwerkergilden ab. Atlantis verkauft weniger Olivenöl. Das interessiert uns ja jetzt nicht. Und Gordion schenkt Weizen. Oh, das ist schön. Da ist der Weizen, ja. Okay, nehmen wir an. Epidaurus, Dank fürs Geschenk. Bitte gerne. Oh ja, den Weizen müssen wir aber jetzt sofort hamstern. Wo ist der Weizen? Da.
Den brauchen wir tatsächlich für unsere Pferdehöfe. Okay, dann wissen wir wenigstens, wo wir jetzt den Weizen herbekommen. Den kriegen wir nämlich geschenkt. Okay. So, weitere Bürger wandern ein. Da wird schon Holz zu unserem Heiligtum gebracht. Und wir haben wieder jede Menge Holz auch im Warenlager. Ich würde gerne noch eine Münzerei bauen wollen. Ich baue die jetzt mal hier hin. So. So, wo geht ihr hin? Nach da oben? Also hier rum gehen sie irgendwie nicht. Irgendwie ist da kein Zugang. Okay, dann brauchen wir aber auch nicht mehr zu bauen. Ne? Also das können wir hier auch wegnehmen. Das brauchen wir nicht. So, da waren dann noch immer weitere Menschen ein. Bauen wir nochmal hier 2 Olivenpressen. Das reicht dann. Dann können wir hier ein Loop bauen. Wunderbar. Das sollte dann aber auch dann reichen. Ja, und da ist auch jetzt schon der Marmor eingekauft worden. Und auch schon, glaube ich, verbaut worden. Ne? Wir schenken Epidaurus nochmal Holz. So. Und danach hoffe ich mal, dass wir die Skulpturen geschenkt bekommen. So, wir können jetzt mal wieder auf jeden Fall Seeigel verkaufen. Ne? Epidaurus, danke fürs Geschenk. Kriegen wir denn jetzt auch von dir Skulpturen endlich mal geschenkt? Ja, wunderbar. Wir kriegen Skulpturen. Sehr gut. So, haben wir hier ein Warenlager für Skulpturen. Machen wir mal hier. Ach nee, da haben wir es auch schon. Naja gut, egal. Lassen wir es mal so. Ja, hier in dem Silo muss aber jetzt auch keine Seeigel angenommen werden. Noch kein Weizen. Nein, anders einstellen. So. Ja, wir brauchen jetzt dringend auch Wolle wieder. Wir müssen Wolle einkaufen. Aber unsere Stadtkasse sieht nicht schlecht aus. Jetzt dank der Münzereien klappt das ja eigentlich ganz gut. Aha, jetzt kommen sie doch von dieser Seite her hier an. Und wir kriegen Skulpturen von Epidaurus. 18 Stück? Okay, ich glaube 16 Stück kann ich annehmen, ne? Später. Dann brauche ich noch ein Warenlager, wo ich die Skulpturen aufnehmen kann. Ja, hier, wo die Wolle angenommen wird, können wir auch noch 4 annehmen. Okay, gut. Ja, das ist jede Menge hier, ne? An Skulpturen, die wir geschenkt bekommen. So, wir nehmen die 18 Skulpturen an. Wunderbar, meine Güte. Na, wer weiß, was wir noch alles bauen müssen. So, wir haben wieder jede Menge Arbeitslose. Jetzt hier, klar. Können wir eigentlich hier diese Inseln erschließen? Das würde mich interessieren. Ja, hier. Aber bringt mir das was? Nö. Nee, das... Ah, doch, hier. Okay. Dann könnte man noch mal hier Segelkreis bauen. Oh, nicht schlecht. Ist nur die Frage, ob der Architekt da auch hingeht, ne?
Gegebenenfalls müsste man hier nochmal einen Architekten bauen. Weil da ist ja eine Sperre, ne? Ja, machen wir es so. Ja, und ihr seht, mit dem Einkauf der Wolle haben wir aber auch schon hier wieder unsere Stadtkasse ganz schön geplündert. Oh Gott. Würde uns Entera Marmor geben? Ja, das tun sie. Wunderbar. Auch direkt verbittert. Kriegst du Holz. Großes Geschenk Holz. Bitteschön. Allerdings habe ich jetzt kein Warenlager mehr für Marmor frei. Okay, komm hier, wo das Olivenöl angenommen wird, kommt auch jetzt Marmor hin. Ja, braucht nur angenommen werden, ne? Ja, das ist ein ganz schönes Hin- und Herspiel hier. Ja, aber Wolle haben wir jetzt, brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. So, was ist denn mit dir los hier? Nahrungsmittel, okay. Tera, Dank fürs Geschenk, was es nicht brauchte, egal. Ist auf jeden Fall wieder treu, das ist doch nett. So, dann kriegen wir jetzt auch wieder Marmor als Tribut. Da ist er, nehmen wir an, wunderbar. Kann es ein bisschen weitergehen hier. So, wir kaufen mal keinen Marmor mehr ein, weil ich wissen möchte, was wir jetzt von Tera geschenkt bekommen. So, wir kriegen nochmal 6 Marmorplatten nur geschenkt. Naja, gut. Bisschen wenig, ne? Okay, wir brauchen jetzt nochmal insgesamt 12 Marmorplatten. Okay. Naja, wir kriegen ja nachher nochmal 5. Hier sind wie viel drinnen? 3 haben wir 8. Wir brauchen 8. Na ja, gut, dann warten wir das Jahr jetzt noch ab. Können jetzt erstmal Skulpturen entsprechend aufgestellt werden. Oh, wir kriegen wieder Weizen geschenkt von Gordion. Nehmen wir an. Sehr gut. Jetzt ist aber dieses Silo hier bald voll mit Weizen. Tja, ich würde das ja in einem Warenlager ja eigentlich einlagern wollen. Gut, wir könnten auch hier dieses Silo jetzt für Fleisch entsprechend freigeben. Ja, viel können wir jetzt im Moment nicht machen. Ich hoffe, wir können irgendwann mal Olivenöl verkaufen. Das wäre schön. Ich glaube, wir könnten schon wieder Holz verschenken hier, oder? Jawohl. Und könnten wir nachher mal Wolle fordern. Oh, wir benötigen Mitarbeiter. Okay. Ja, wir haben hier eine Rückentwicklung. Das ist schlecht. Ja, diese Nahrungsmittelversorgung ist echt ein bisschen schwierig im Moment hier. Ja, dieses Silo ist natürlich ein bisschen günstiger hier für unsere Marktfrau als das hier hinten. Aber wir werden ja noch ein zweites Wohngebiet aufbauen. Und das würde ich tatsächlich hier aufbauen. Und dann ist das Silo hier richtig gut platziert. Epidaurus, Dank fürs Geschenk. Bitteschön, dann kannst du uns jetzt Wolle geben. Dankeschön. Ja, wie ich es befürchtet habe, diese beiden Seeigelkais hier sind eingestürzt. Das ist ein bisschen schwierig, so ganz ohne einen Architekten hier. Ja. Schade. Ja. Wir kriegen aber hier auch keinen Architekten hin, oder? Auf jeden Fall müssen wir auf einen Seeigelkai verzichten. Wenn ich die jetzt hier hinbaue,
Komme ich denn mit der Straße da noch rum? Ja, komme ich. Aber dann kriege ich nur ein Seeigelkai, glaube ich, hier aufgebaut, oder? Nee, das funktioniert. Gut, haben wir auf einen verzichtet. Dann können wir den aber hier auch wegnehmen. Ne? So, wir kriegen 12 Stränge Wolle. Später. Dieses Warenlager wird natürlich jetzt 12 Stränge Wolle holen. Beziehungsweise so einstellen, dass die 12 Stränge hier angenommen werden können. So, Arbeitsmarkt, habe ich gerade gesehen, 13 Arbeiter brauchen wir. Okay. Ja, wir können ja gleich die Kunsthandwerkergilden abreißen. Dann sollte das passen. Wir bräuchten eigentlich nur noch dann den Pferdehof. Wir müssen mal schauen, ob wir noch schon das zweite Wohngebiet bauen müssen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir es nicht brauchen. So, jetzt können wir die 12 Stränge Wolle annehmen. Wunderbar. Gesundheit nimmt ab. Warum? Da entwickelt sich jetzt das Gebäude weiter. Ja, aber ich denke mir mal, die Nahrungsmittelversorgung stabilisiert sich jetzt, glaube ich. So, das neue Jahr hat begonnen. Wunderbar. Wir kriegen unsere 5 Marmorplatten wieder. Und jetzt können wir das Heiligtum für Aphrodite fertigstellen. Da wird nämlich schon die erste Ladung Marmor für die Skulptur der Aphrodite gebracht. Naja, und Holz sollten wir eigentlich genug haben. Ja, und wenn jetzt hier unser Heiligtum für Aphrodite fertiggestellt wird, überlegen wir mal, wo wir unseren Hippodrom aufbauen wollen. Also ich würde ja diesen ganzen Bereich hier gerne noch für die Stadtplanung nutzen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich hier in diesem Bereich aufbauen. Direkt hier am Immigrationspunkt. Dann habe ich hier diesen ganzen Bereich noch für später, für die Stadtentwicklung. Ja, das könnte man machen. Geld genug haben wir. Wir können hier schon mal so ein bisschen das wegnehmen. 24 Stadien brauchen wir. Ja, wir können ja hier eigentlich schön ein ganz klassisches Hippodrom bauen, ohne große Kurven. Delos kauft mir Olivenöl. Ja, das ist doch, was ich hören möchte. So, und Gordion schenkt wieder weiter. Wir haben keinen Platz mehr. Okay, na, später. Preissteigerung für Olivenöl. Oh, wunderbar. Jetzt können wir richtig Geld verdienen, endlich. So, dieses Warenlager hier wird Weizen annehmen. Für gleich. So, da ist wieder ein Seeigelkai eingestürzt. Den können wir jetzt mal wieder bauen. So, und dann baue ich das anders. Das ist ja Blödsinn. Kommt jetzt hier hin. So. Delos. Wo haben wir Delos? Delphi. Terra. Habe ich noch nicht Delos? Nee, habe ich noch nicht. Das Pier von Delos. Wo kann das hin? Hier kann es hin. Bauen wir das so. Sehr schön. Und hier können wir jetzt 12 Amphoren Olivenöl verkaufen. Sehr schön. So, dann sollten wir... Tja, das mit dem Architekten ist ja auch doof. So, wir können den Weizen annehmen. Wunderbar. Ich glaube, wir bauen das ein bisschen anders, ne? Nämlich so. Kann der hier weg. So, dann können wir hier später vielleicht irgendein Gewerbe etablieren. So, und die letzte Marmorladung ist angekommen. Unser Heiligtum für Aphrodite ist fertiggestellt. Dementsprechend fehlen uns jetzt auch Mitarbeiter. Ja. Dann reißen wir jetzt hier die Kunsthandwerkergilden ab. Dann haben wir nämlich noch 20 Arbeitslose.
Und dann bauen wir jetzt hier den Pferdehof auf. Der passt dann nämlich hier genau rein. Das finde ich gut. So, und jetzt können wir unser Stadion bauen. Ich meine natürlich unser Hippodrom. Mit 24 Stadien. So. Ja, wir dürfen natürlich jetzt nicht vergessen, wir haben keine Viehzucht und hier die Priester werden sich jetzt entsprechend aus den Silos für Opfergaben versorgen. Ne? Das müssen wir berücksichtigen. So, dieser Stein hier ist der Ankerpunkt für unser Hippodrom. Wie bauen wir es jetzt? So. Ja, das passt. Und dann gehen wir hier schön gerade hoch. Moment, wir können hier direkt eine Kurve wieder hochbauen. Genau, so. Und dann gehen wir ganz klassisch hier wieder hoch. So, ja. Jetzt muss ich mal eben rechnen. Das sind 1, 2, 3. Das heißt auf der anderen Seite 6. Wir brauchen 24. Das heißt auf jeder Seite 18 und 9. Okay. Das heißt hier jeweils 9. Was haben wir jetzt hier? Das sind jetzt 2. So, 1, 2. 3, 4, 5, 6. Ah nein! Zurück. So, was war es jetzt? 7, 8, 9. Dann kommt die Kurve wieder. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Oh Mann. Mathe war nie mein großes Fach gewesen. So. Na. Das müssen wir jetzt noch anschließen. So, einmal hier die Straße. So. Okay. So, dann brauchen wir noch den Anschluss von hier. Da ziehen wir einfach jetzt die Straße so weiter. Ja, gut. So, den Weizen müssen wir jetzt natürlich wieder nutzen. Sonst passiert ja nichts mit unserem Pferdehof. So, wie viele Pferde brauchen wir denn? Wir brauchen 4. Oh nein, ich habe mich verzählt. Es sind nur 22 Stadien. Oh, doof. Okay. War ja klar, ne? So. Jetzt ist es richtig.
So, da sehen wir schon den Pferdeausbilder. Die ersten Pferde müssen wohl im Pferdehof sein. So, ich möchte jetzt hier natürlich noch ein bisschen verschönern. Ne? So. So, da passen doch jetzt Obelisken hin. Ja, sehr schön. Ja, mit dem Olivenölverkauf steigt unsere Stadtkasse jetzt doch recht gut. So, Wolle haben wir auch noch. Wir brauchen Mitarbeiter. Ach ja, diese Nahrungsmittelversorgung ist echt anstrengend hier. Aber den Weizen können wir jetzt im Silo ja auch noch nutzen. Gordion braucht Holz. 12 Holzbretter. Ja, das können wir sofort verschicken. So, neues Jahr. 5 Marmorplatten, die wir kriegen. Können wir jetzt Marmor verkaufen? Ne, ich glaube, wir können ihn nur einkaufen. Ne? Ich gucke nochmal eben. Also, Gordion kauft ja nur Wein. Terra kauft Wolle, Olivenöl, Seeigel und Fleisch. Orangen, nee. Schade. Atlantis brauchen wir gar nicht zu gucken, die verkaufen. Ja, Gordion schätzt uns mehr, gerne. Ja, mittlerweile hat auch unser Pferdeausbilder vom Hippodrom schon 2 Pferde. Ja, mittlerweile brauchen wir aber jetzt 8 Pferde, weil wir ja das Hippodrom auf 24 Stadien erweitern mussten. Na gut, dann brauchen wir noch ein paar mehr Pferde hier. Aber unsere Stadtkasse muss ja auch erstmal 25.000 Drachmen erreichen. Da müssen wir auch noch ein bisschen was dran tun. Wir könnten nochmal von Epidaurus Wolle fordern. So, und dann kriegst du sofort wieder Holz. Sparen wir uns den Einkauf im Moment noch. So, dieses Warenlager hier nimmt jetzt keine Skulptur mehr an. Das kann den Marmor mal holen hier aus diesem Warenlager. Gordion kauft mehr Olivenöl. Oh. Und Delphi kauft mehr Olivenöl. Ja, das ist doch schön. Jetzt können wir richtig gut Olivenöl verkaufen. Das gefällt mir. So, Delphi. Wo haben wir Delphi? Hier. 12. Das ist doch gut. Stellen wir auf 6 ein. Und Gordion, haben wir überhaupt schon hier von Gordion das Pier? Was glauben Sie, wer ich bin? Odysseus? Wie lange soll ich denn noch reisen, bis ich ans Ziel komme? Und wo ist Kalypso? So, und Gordion ist, glaube ich, hier, ne? Jawohl, hier können auch 12 Ladungen Olivenöl verkauft werden. Schön. So, da stellen wir jetzt auch mal auf 6 ein hier. Ja, aber wir produzieren mehr als genug Olivenöl. Für unsere Exporte sollte das reichen und für unsere Stadt auch. Wir können noch, was sagt der Arbeitsmarkt? Ja, so viel ist es jetzt nicht mehr, was wir hier entsprechend produzieren können. Ja, oder wollen wir doch noch das zweite Wohngebiet schon mal aufbauen und hier mehr Olivenöl produzieren? Epidaurus, Dank fürs Geschenk, bitteschön. Ja, wir schauen mal, ob wir mit den Exporten hinkommen. Ansonsten, ja, würde ich dann tatsächlich noch ein zweites Wohngebiet aufbauen. So, wir kriegen nochmal 12 Stränge Wolle von Epidaurus, vielen Dank.
Ja, komm, dann bauen wir noch ein Landarbeiterlager auf. Ja, wir können natürlich auch hier hoch. Ja, hier können wir aber auch noch eins bauen, ne? Ja. Das Olivenöl geht jetzt relativ schnell weg. Wir bauen das zweite Wohngebiet schon mal auf und können hier die Olivenölproduktion noch weiter vorantreiben. Wie ich ja gesagt habe, würde ich das zweite Wohngebiet jetzt hierhin bauen. So, da haben wir unser zweites Wohngebiet, natürlich genauso aufgebaut wie das erste und auch mit den nötigen Dienstleistungsgebäuden versehen. Wir parzellieren jetzt erstmal nur hier innen drinnen. So, Steuerbüro können wir auch schon mal hier hinbauen. So, und dann können wir jetzt unsere Olivenölproduktion so richtig vorantreiben hier. So, die Seeigel würde ich jetzt auch nicht mehr verkaufen. Wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass hier genügend Nahrungsmittel jetzt auch für unser Wohngebiet zur Verfügung steht. Wenn das zweite jetzt nämlich auch gleich Nahrungsmittel benötigt. So, da wandern sie schon ein. Wunderbar. Den Lebensmittelhändler werden wir jetzt hier nämlich auch schon entsprechend aufbauen. So, und der Arbeitsmarkt sollte sich jetzt verbessern. Oh, weitere 2 Pferde für unser Hippodrom und ein Zufriedenheitsdenkmal. Sehr schön. Und dann könnten wir doch hier schon direkt dieses Zufriedenheitsdenkmal aufbauen, oder? So. Ach, wir haben noch eins. Stimmt. Wunderbar. So, da haben wir schon wieder Arbeitslose. Wunderbar. Dann geht es jetzt weiter mit der Olivenölproduktion. Na, komm, dann bauen wir noch ein Landarbeiterlager hier auf. Tja, das können wir eigentlich auch so bauen, ne? Führen wir die Straße hier so raus. Ach ja, das passt doch gut. Dann können wir hier noch weitere Landarbeiterlager bauen. Nur die Frage, ob der eine Architekt das schafft bis hier hinten hin. Na, müssen wir mal schauen. Wir könnten hier übrigens auch noch Piere hinbauen. Ne? Das sieht auf jeden Fall hier schon ziemlich gut aus. Da kommen sie schon, die neuen Bürger. So, wie viele Pferde haben wir jetzt mittlerweile hier? 6. Oh. So, Jahresanfang. Wir nehmen wieder unseren Marmor entgegen. Und wir können wieder Holz verschenken. So, Epidaurus kriegt wieder Holz. Tja. Ja, komm. Gordion, du kriegst auch nochmal Holz. Pferdeausbilder ist da, hat das letzte Pferd jetzt geholt. Und dann können wir jetzt entsprechend hier den Betrieb stilllegen. Oh Gott, da fällt das Pferd tot um. Das ist natürlich schade, aber
Kann man jetzt nichts machen. Ist auch schon weg. Ja, unsere Oliven sind geerntet worden. Wir haben auch jetzt nichts mehr im Warenlager. Also hier können wir tatsächlich noch richtig gut die Produktion ausbauen. Wir haben auch noch entsprechend hier Arbeitslose. Ja, gerade gesagt, fest in Gordion 12 Krüge Olivenöl in 8 Monaten. Und wir kriegen nochmal Weizen geschenkt. Das ist nett. Und Preissteigerung für Olivenöl. Gordion dankt für das Geschenk. Ja. Ich baue jetzt noch ein Landarbeiterlager auf. Und noch eine, nicht hier, eine Olivenpresse. So. Na gut, dann hamstern wir mal eben das Olivenöl. Wo ist es? Ach ja, da. Im Export. Epidaurus, Dank fürs Geschenk. Bitteschön. Naja, wir haben auch schon weit über 17.000 Drachmen in unserer Stadtkasse. Wenn wir gleich wieder hier eine Ladung Olivenöl verkaufen können, wenn wir die Forderung erfüllt haben, dann sollten wir eigentlich bald auch das Ziel erreicht haben. Denn in unserem Hippodrom sind die Pferde jetzt entsprechend vollzählig. Wir sehen schon die Ziellinie und den armen Menschen, der weiterhin mit einem Vogel hier kämpft. Das erste Rennen steht kurz bevor. Was verdienen wir überhaupt mit dem Hippodrom? 40 Drachmen pro Monat. Na gut. Ja, noch 6 Monate, dann kriegst du dein Olivenöl. Wir haben schon 9, glaube ich, im Warenlager. Ja, das sieht ganz gut aus. Da kommt wieder jede Menge Oliven für unsere Olivenpressen. So, ich glaube, wir haben alles. Jawohl, können wir verschicken. Wunderbar. So, dann können wir das Olivenöl auch wieder nutzen und verkaufen. So, ja, und mittlerweile haben wir das erste Rennen in unserem Hippodrom. Wunderbar. Damit haben wir fast alle Ziele erreicht. Wir brauchen jetzt nur noch 25.000 Drachmen in unserer Stadtkasse. Ja, mit dem Verkauf von Olivenöl sollte das jetzt eigentlich auch bald geschafft sein. Ja, Gordion schätzt uns mehr, gern geschehen. So, wir haben keine Wolle mehr. Epidaurus, wirst du uns noch mal Wolle geben? Danke, dafür kriegst du wieder Holz. Ja, und ihr seht schon, jede Menge Olivenöl in den Pieren und Handelsposten. Das können wir jetzt alles schön verkaufen. Ja, und dann nähern wir uns auch allmählich dann entsprechend dem Ende unserer Episode. Ja, wir haben Oktober. Wir brauchen noch mehr Oliven, ne? Arbeitsmarkt gibt das her, dass wir noch ein Landarbeiterlager bauen. So, und hier würde ich, glaube ich, noch ein Pier bauen wollen, ne? Hier das Pier von Delos. Können wir das nicht abreißen? Und hier hinbauen. Gucken wir mal eben. Mal drehen hier. Ja, das passt. Da müsste ich nur diesen Olivenbaum hier wegnehmen, um es so entsprechend zu bauen. Ja, so geht es. Okay, ja, dann können wir hier den Architekten wieder aufbauen. Dann kann nämlich hier das Olivenöl verkauft werden. Das ist doch viel sinnvoller. So, und dann habe ich ja gesagt, möchte ich noch ein Landarbeiterlager haben.
Ja, Gordion braucht Holz. Ja, das kannst du haben. Bitteschön. Ja, und ihr seht, wir verkaufen gerade unser Olivenöl. Ja, da ist alles weg. Wir haben über 22.000 Drachmen. Wir nähern uns dem Ende dieser zweiten Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas. Ja, Gordion haben wir gerne gemacht. Und wir kriegen nochmal 12 Stränge Wolle. Und Epidaurus dankt auch für das Geschenk. Ja. Und wir kriegen wieder unsere 5 Marmorplatten. Das neue Jahr hat begonnen. Das heißt auch, dass unsere Oliven geerntet werden. Jetzt kann es losgehen hier. So, wir kriegen schon wieder Weizen geschenkt. Ah, wunderbar. Ja, komm. Die Seeigel verkaufen wir jetzt, die hier bei Epidaurus noch im Warenlager sind, beziehungsweise im Pier. So, mittlerweile haben wir schon 24.303 Drachmen in unserer Schatzkasse. Wenn wir jetzt hier noch die Seeigel verkaufen, dann haben wir es geschafft. Ja, nur noch ein paar Drachmen. Der Verkauf von Seeigel ist doch nicht so lukrativ, wie ich mir gedacht habe. Aber nachdem die Stadtsäckel nicht unterernährt scheinen und dies auch für den Rest der Bevölkerung gilt, sollten wir unseren Einfluss auf andere Teile der griechischen Welt ausdehnen. Davon könnten wir später profitieren, und solange wir unter der schützenden Hand Midas leben, haben wir nichts zu befürchten. Aphrodite sorgt in Pergamon ebenfalls für vollste Zufriedenheit bei den Bürgern, sodass wir die noch junge Stadt mit gutem Gewissen in die Hände unseres besten Verwalters Horatio Brosos geben können, bis wir hoffentlich mit erweitertem Horizont und neuen Erfahrungen zurückkehren werden. Unsere Gesandten berichten derweil von einem Bergdorf im Norden des Pindosgebirges. Ich habe das Archiv der Atlantidischen Nationalbibliothek um Kunde gebeten und als Antwort erhalten, dass es sich um ein zwar viel Wein konsumierendes, aber im Grunde harmloses Völkchen handelt. Haben wir es mit unserem Olivenölverkauf dann doch geschafft. Sehr umfangreich, diese zweite Episode, hat mir wieder auch viel Spaß gemacht und, wie wir schon gehört haben, in der dritten Episode dieses Abenteuers gründen wir unsere erste Kolonie. Bin sehr gespannt darauf, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.